Das hier ist die Zentrale der Sicherheitsüberwachung, unser Security Operation Center, kurz SOC. Hier arbeiten Kolleginnen und Kollegen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für unsere und eure Sicherheit. Denn hier können Sie sofort auf Cyberbedrohungen reagieren. Aber wie sieht's aus mit deinem Netzwerk zu Hause? Welche Gefahren lauern dort? Das kläre ich jetzt mit unserer Expertin. Hi Nicole. Hallo. Sag mal, bei IoT-Geräten, den sogenannten vernetzten Geräten, da kommt es ja immer häufiger zu Sicherheitsproblemen, gerade digitale Bilderrahmen oder TV-Sticks. Woran liegt das? Die Kunden kaufen dann halt billige Geräte, die dann auch aus dem Ausland sein könnten. Und dann sind sie eventuell mit Schadsoftware, Malware infiziert. Und dann hast du keine Chance mehr, diese runterzubekommen. Okay. Was kann da schlimmstenfalls passieren? Naja gut, nehmen wir halt diesen digitalen Bilderrahmen, ja, dass dann irgendwer deine Fotos sieht zum Beispiel, ja. Okay. Und wie sieht es mit dem Heimnetzwerk aus? Ist wahrscheinlich auch wieder ein Tor geöffnet im schlimmsten Fall. Ne? Genau. Okay. Also die können halt auf die Daten zugreifen, ja, sei es Logging-Daten zum Beispiel, ja, oder auf die Banking-App. Okay, das wollen wir natürlich verhindern. Was ist denn, ich sag mal so, das Erste, das Einfachste, was man auf jeden Fall tun sollte, um ich sag mal, möglichst sicher in seinem Heimnetzwerk zu sein? Software-Updates. Okay, ja. Gut. Das ist wichtig, das ist gut. Das werde ich mir auf jeden Fall notieren. Was muss ich denn darüber hinaus noch tun? Auf jeden Fall die Firewall aktiv auf dem Router lassen, beziehungsweise anlassen, nicht ausschalten. Portweiterleitung haben wir immer wieder das Problem, dass die Ports offen sind, ja, und nicht geschlossen werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Und ganz wichtig, starke Passwörter benutzen für den Router und für das WLAN und nicht an Dritte weitergeben. Und gerade zu Portfreigaben und sicheren Passwörtern haben wir euch schon Videos vorbereitet. Die findet ihr natürlich unterhalb dieses Videos. Okay, das ist wirklich spannend. Ich habe auch letztens noch was gelesen über Fake-Apps. Wie sieht es denn damit aus? Also gefälschte Apps gibt es tatsächlich, ja, wie Sand am Meer, und sie sind auch real. Ja, daher ist es natürlich umso besser oder umso wertvoller, die Apps aus vertrauenswürdigen Quellen zu installieren und regelmäßig abzudaten. Okay, wow. Also das heißt, da wird mir eine App vorgegaukelt oder die ich persönlich interessant finde und dann können aber schon im Hintergrund Daten abgegriffen werden? Richtig, genau, weil diese App einfach verseucht ist, ja, mit Schadsoftware. Wow, ja. Was es heutzutage nicht alles gibt. Falls ihr da unsicher sein solltet, wir haben auch unsere Experten vom Digital Home Service, die helfen euch da auch gerne weiter. Alle Infos findet ihr natürlich auch unter diesem Video. Hast du denn auch noch eine persönliche Empfehlung für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer? Unser Sicherheitsratgeber. Und zwar findest du dort alle Informationen rund um das Thema Sicherheit, zum Beispiel zum Thema Schadsoftware und wie du sie beseitigen kannst. Und solltest du doch mal gehackt werden, ist natürlich unser Sicherheitsteam sofort da und wird dich informieren. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wir schließen jetzt noch ein paar Ports bei Speedports und Fritzboxen und bleiben soweit sicher. Und ihr hoffentlich auch.